Hi, willkommen zurück zu Pandas. Heute mit Diskretisierung. Und was das heißt, ist, ja, ich zeige euch zwei tolle Funktionen, die euch das Leben erleichtern können. Denn solche Zahlen, wie wir sie hier haben, solche Floats, sind natürlich nicht so einfach in Bins einzuordnen. Wir haben das schon kennengelernt mit dem Histogramm und ich dachte mir, jetzt ist eigentlich an der Zeit, euch diesen kleinen Lifehack zu zeigen. Spätestens jetzt eigentlich. Eigentlich hätte ich schon früher machen können, aber ich kann euch alles zeigen. Es ist viel zu viel, einfach was so cool ist an Pandas. Aber okay, was hier passiert, ist natürlich Folgendes. Wir haben schon Sachen kennengelernt wie .describe. Das zeigt uns ja tatsächlich, wie die Perzentile aussehen. Also wie quasi 25% Perzentile aussieht und so weiter und so fort. Das heißt, 25% der Werte liegen unter minus 0,68, 50% der Werte liegen unter 0,000665 und 75% der Werte liegen unter 0,67. Was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Wir können ja ganz einfach hergehen und sagen, ey, bau uns doch mal genau diese Kästchen. Bau uns doch mal einfach verschiedene Kategorien mit genau dem. Und dazu gehe ich jetzt hierher und nehme hier keinen Dataframe dazu, sondern ich nehme mir nur eine Series dazu. Und die Series kann das natürlich genau gleich machen. Ist genau dasselbe, nur halt nur eins. Und ja, wir sehen übrigens sogar, der Count ist ein Float hier. Aber okay, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können das Ding cutten. Also wir können hier sagen, und das ist tatsächlich direkt eine Funktion bei Pandas drin, pandas.cut. So, pandas.cut und wie wir es dann machen wollen, naja, das ist im Endeffekt, wir stecken das Dataframe, beziehungsweise eigentlich die Series rein und sagen, ey, mach mal 4 draus. Machen wir 4 ungefähr gleich große Teile draus. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben 4 Kategorien. Besser gesagt 4 Intervalle. Einmal von Float 64, das ist der Typ. Und ja, die gehen von einmal minus 4,679 bis minus 2,419. Das ist das erste. Da sind quasi die ersten 25% der Werte drin. Dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir das. Und dann haben wir eben das letzte noch. Also wir haben 4 gleich große Bins. Jetzt ist allerdings ein wichtiger Punkt. Im Übrigen, ihr seht auch hier immer die offene Klammer und die geschlossene Klammer. Die runde Klammer heißt, dieser Wert ist nicht mehr drin. Dieser Wert heißt, es ist noch drin, also die minus 2,419 wären noch in der ersten Kategorie drin, während hier die minus 2,419 wären nicht mehr drin, deswegen die runde Klammer. Das ist quasi die mathematische Array-Schreibweise oder die mathematische Intervallschreibweise, wenn man es genau nimmt. So, jetzt fragt ihr euch, okay, was kann ich jetzt genau damit machen? Also, wie benutze ich das? Und die Antwort ist, ich zeig's euch. Wir bauen uns hier quasi ein neues, sagen wir einfach mal Cats dazu, wegen Kategorien. Und printen uns doch mal die Cats aus. So, das ist ja im Endeffekt genau das, was wir gerade gemacht haben. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal von oben angucken, dann sehen wir hier auch, wir haben hier 0, 1, ja, also das heißt, wir haben hier die erste Sache sozusagen, die zweite Sache, die dritte Sache und so weiter und so fort. Wir haben hier auch den D-Type Category. Der Punkt ist jetzt, wenn ich hier von 0 mache, dann sehen wir, dass ich das hier bekomme. Das ist quasi meine erste Kategorie. Also das ist quasi mein erstes Element auch. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich muss das dazu ausgeben, es tut mir leid. Ich muss das dazu ausgeben, sonst sieht man ja nicht, was ich damit meine. Das ist genau das hier. Das ist das obere Ding hier. Minus 1,98 und 0,164. Das sind aber viele. Okay, haben wir relativ viel Glück gehabt mit der Verteilung. Auf jeden Fall, was wir hier sehen ist, wir kriegen quasi immer für die jeweiligen Elemente eine Kategorie-Zugehörigkeit sozusagen raus. Das bedeutet, wir können jetzt sagen, okay, unser Element 0 gehört offensichtlich zur Kategorie minus 1,985, nicht eingeschlossen, bis eingeschlossen 0,164. Das wäre die zweite Kategorie. Wir haben die quasi jeweils in eine Kategorie eingeteilt. Wir können jetzt sozusagen sagen, wie oder wo die einzelnen Werte sind. Die einzelnen Werte haben wir jetzt hier nicht mehr, aber wir können damit super gut ein Histogramm machen. Wir können das Ganze jetzt tatsächlich so aufteilen, wie wir das wollen. Wir müssen nicht mit 4 Werten arbeiten. Übrigens, das sind keine Perzentile. Es sind viel weniger in diesem Bereich, an Zahlen meine ich jetzt,
als hier in diesen beiden Bereichen. Hier drin sind die allermeisten Zahlen wahrscheinlich. Hier drin sollte fast nichts mehr sein. Ihr erinnert euch an das Quantil, das war bei 0,67. Das heißt, 25% der Werte sind kleiner als 0,67. Und ja, das ist schon, also die sind schon eher in der Mitte angesiedelt, diese Werte. Okay, aber was ich jetzt hier machen kann, also die sind gleich verteilt ungefähr von den Abständen. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann mir daraus quasi Bins bauen, ja. Ich kann mir daraus Histogramm-Bins bauen und kann zum Beispiel sagen, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt hier 10 Histogramm-Bins baue, wie sähe das denn aus? Hätte ich hier im Endeffekt 10 Bins natürlich. Und jetzt könnte ich hergehen und diese Werte zählen mit dem Value Count. Also etwa so, pandas.valueCounts und dann sagen wir hier Cuts. Und das wäre jetzt für mich sozusagen eine Art Bin, wo ich das sagen kann, wo was drin ist. Also wir sehen hier in diesem Bin, in diesem mittleren Bin, sind mit Abstand die meisten Werte drin. In diesem Bin sind mit Abstand die zweitmeisten drin und dann kommen hier irgendwann mal die anderen. Und wir sehen hier die ganz äußeren Bins, die sind super, super klein. Ihr seht, die Werte sind gleich verteilt, aber die Werte, also hier vorne, sind, also der Abstand zwischen den Werten ist ungefähr gleich groß. Wenn wir ein Histogramm bauen, ist das der Way to go. Ja? Das ist mega geil, wenn ihr irgendwie Fließkommazahlen habt, dann könnt ihr nämlich die Sachen einteilen. Ihr müsst einfach nur sagen, ey, ich hätte gerne so und so viel Histogramm-Bins und dann habt ihr das in 3 Zeilen, habt ihr das fertig. Der Punkt ist allerdings, manchmal wollt ihr die Quantile wissen oder die Perzentile besser gesagt. Und dazu gibt es natürlich auch was. Ihr könnt natürlich auch in die Perzentile unterschneiden sozusagen. Das können wir hier mal uns auch angucken und zwar mit Q-Cuts. Also Q, oder sagen wir einfach Perc für Perzentile, ist gleich pd.qcut. Die Q-Cuts, die brauchen genauso zwei Parameter, und zwar einmal den df. Aber Achtung, jetzt nehmen wir hier nicht die Anzahl an Histogramm-Bins sozusagen oder an Kategorien, die wir haben wollen, sondern wir geben an, wie die Verteilung sein soll. Also die 25% der kleinsten Werte sollen da und da rein. Also sagen wir hier 0 bis zum Beispiel, Quatsch, ich sollte das vielleicht in eine Liste schreiben. 0 bis 0, wir müssen nicht bis 0,25 gehen, wir können auch 0,1 machen, 0,2. Und natürlich müssen die auch nicht gleich verteilt sein. Also wir können jetzt einen riesigen Jump machen zu 0,5 oder so, weil ich einfach zu faul bin zu schreiben. Ups, 0,5. Dann haben wir 0,75. Falscher Punkt, 0,75 und dann haben wir noch die 1 innen drin. So, also das heißt, wir haben hier quasi eine Verteilung von den Werten und wenn wir das jetzt mal hier laufen lassen, dann sehen wir, okay, jetzt haben wir offensichtlich, ja, ich habe nichts ausgegeben, okay, ich sollte vielleicht noch was printen, print perc und jetzt haben wir eine ganz andere Verteilung eigentlich, denn jetzt sind meine Perzentile eingegeben, also wir haben hier wirklich nur von 0 bis 0,1. Ja, also quasi die 10% der kleinsten Werte. In diesem Fall werden das die 10.000 kleinsten Werte liegen zwischen minus 4,64 und minus 1,28. Also, ihr seht die Zahl selber, ich muss nicht genau vorlesen. Der Witz ist ja dabei, wir können hier tatsächlich genau sagen, wie viel Prozent jetzt hier drin sind. Wir können genau sagen, wie viele Werte hier drin sind. Die Bins werden so ausgewählt, dass das eben für uns passt. Und ja, das ist der nützliche Vorteil sozusagen. Wenn ich jetzt hier den Zähler anschmeiße und auf die Percs zähle, dann bekommen wir folgenden schockierenden Wert raus. Nicht schockierend, offensichtlich. Am meisten Werte sind in diesem Bin drin. Warum? Da sind 30.000 Werte drin. Wie kann das denn sein? Ja, das kann so sein, indem wir hier einfach gesagt haben, wir wollen alle Werte von 0,2 bis 0,5 in einem Bin haben. Okay, also 30% aller Werte, 30% von 100.000 sind offensichtlich 30.000. Und die anderen zwei hier haben 25.000 Werte jeweils. Das sind diese beiden Bins. Einmal von 0,5 bis 0,75 die Werte und einmal von 0,75 bis die 25% der größten Werte. Das sind eben diese hier. Und dann haben wir noch die kleineren. Das sind einmal die 10% hier und einmal die 10% zwischen den beiden.
Und so kann man sich quasi aufteilen und in Bins einteilen, welches die größeren, welches die kleineren Werte sind. Macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Statistik durchführen wollt für eure 10% der aktivsten Nutzer, also quasi die Anzahl an Posts oder sowas, was die geschrieben haben. Haben die wirklich gehaltvolle Sachen geschrieben? Und 10% der inaktivsten Nutzer, falls ihr zum Beispiel mal Konten irgendwie wieder, loswerden müsst oder sowas, was man normalerweise nicht macht, aber ihr wisst, was ich meine. Sowas könnte man damit machen. Ja, also solche Sachen sind natürlich auch immer nützlich und helfen einem dabei. Und wie gesagt, für Histogramme definitiv das hier oben benutzen. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.